jedes andere CMS verfügt auch WordPress über einen Editor, mit dem sich Inhalte erstellen und formatieren lassen. Bei responsiven Webseiten ist dies jedoch nicht unbedingt hilfreich, wenn man nicht über die erforderlichen Kenntnisse in HTML und CSS verfügt, um auch die Inhalte responsiv zu gestalten. Für diesen Zweck gibt es das Plugin Elementor, das nicht nur das Layout des Inhalts automatisch responsiv gestaltet, sondern auch vorgefertigte Abschnitte mitbringt, die die gängigsten Darstellungsmethoden abdeckt. Um Inhalte zu erstellen oder zu bearbeiten, gehen Sie zunächst auf den Menüpunkt Seiten. Hier werden alle Seiten der Webseite aufgelistet. Klicken Sie nun auf die Seite, deren Inhalt Sie erstellen oder bearbeiten wollen. Standardmäßig können Sie jetzt über den WordPress-Editor die Inhalte erstellen. Was wir aber wie gesagt nicht machen wollen, sondern wir wollen Elementor benutzen. Dazu klicken wir auf den Button mit Elementor bearbeiten. Nachdem Elementor geladen wurde, können Sie Ihre Inhalte erstellen. Die Vorgehensweise ist dabei immer gleich. Klicken Sie zunächst auf den roten Plus-Button, um einen neuen Abschnitt anzulegen. Klicken Sie jetzt auf die Struktur, die Sie für Ihren Inhalt vorgesehen haben. Ein Abschnitt, der über den gesamten Content-Bereich gehen soll, braucht auch nur einen Bereich. Will man den Abschnitt in zwei Hälfte unterteilen, so wählt man zwei Bereiche. Beim Dritteln 3 Bereiche, beim Vierteln 4 Bereiche und so weiter. Elementor legt jetzt einen Abschnitt an, dessen Layout wir auch gleich einstellen können, was in diesem Fall aber nicht gewünscht ist. Klicken Sie auf den gewürfelten Button, um in die Elementenauswahl zu gelangen. Wählen Sie hier das gewünschte Element aus und ziehen es mit gedrückter Maustaste in den zuvor angelegten Abschnitt. Das Element lässt sich direkt im Abschnitt bearbeiten. Ich bevorzuge jedoch den Inspektor auf der linken Seite, zumal dieser auch mehr Möglichkeiten mitbringt. Jetzt noch die Ausrichtung festlegen und die Überschrift ist fertig. Das gleiche Spiel beim Text. Auf den roten Plus-Button klicken, um einen neuen Abschnitt anzulegen, die gewünschte Struktur auswählen und in der Elementenauswahl das gewünschte Element in den Abschnitt ziehen. Das Menü des Editors lässt sich erweitern, falls die benötigten Werkzeuge nicht dargestellt werden. Wichtig ist, den Text zu markieren, den man kursiv, fett oder unterstrichen formatieren will. Als nächstes lege ich die Mitarbeiter an. Dazu wähle ich den Abschnitt mit 4 Bereichen. Als Element nehme ich die Bildbox. Mit einem Klick auf Bild wechseln im Inspektor öffnet sich die Mediathek und das gewünschte Bild kann ausgewählt werden. Den Namen sowie die Beschreibung des Mitarbeiters lasse ich mal unverändert. Lässt sich aber wie gesehen direkt im Abschnitt oder über den Inspektor kinderleicht bearbeiten. Wiederholen Sie jetzt die Schritte, bis alle Mitarbeiter angelegt wurden. Ein Abschnitt wird immer so angelegt, dass er sich der vorgesehenen Breite des Inhaltsbereichs anpasst. Es gibt aber Fälle, bei denen man den gesamten Bereich der Seite benötigt, zum Beispiel große Bilder zu platzieren. Für diese Fälle muss die Inhaltsbreite des Abschnitts im Layout-Bereich des Inspektors von Boxed in volle Breite abgeändert werden.
Optional kann auch der Spaltenabstand auf keine Lücken gesetzt werden, damit der Abschnitt auch wirklich von links nach rechts den gesamten Bereich einnimmt. Jetzt wird das Bildelement in der Elementenauswahl in den Abschnitt gezogen, und da wir ja die gesamte Breite verwenden wollen, muss nur noch die Bildgröße auf individuell eingestellt werden. Klicken Sie im Inspektor auf den Button Bild wählen und wählen das gewünschte Bild aus der Mediathek. Die Position eines Abschnitts lässt sich mit gedrückter Maustaste auf den blauen Menübutton beliebig ändern. Bilder, die nicht die gesamte Seitenbreite, sondern nur über den Inhaltsbereich gehen sollen, können ohne zusätzliche Einstellungen in den Abschnitt gezogen werden. Jetzt noch eine kleine Bildbeschreibung und fertig. Sind die Inhalte zu nah beieinander, können Abstandselemente mit der gleichen Vorgehensweise platziert werden. Neuer Abschnitt und das Abstandselement in den Abschnitt gezogen. Die Bearbeitungsansicht ist standardmäßig im Desktop-Modus. Um zu sehen, ob der erstellte Inhalt auch bei anderen Geräten fehlerfrei dargestellt wird, lässt sich unten im Inspektor das Ausgabeformat ändern. Gehen Sie in den Responsivmodus Tablet, um zu sehen, wie der Inhalt in Tablets dargestellt wird. Der Abschnitt-Wizard von Elementor wird für den Besucher der Webseite natürlich nicht dargestellt. Jetzt in den Modus Mobil, um zu sehen, wie der Inhalt auf Smartphones aussieht. Wenn alles passt, gehen Sie wieder in die Desktop-Ansicht, da diese am bequemsten zu bearbeiten ist. Klicken Sie zum Schluss noch auf den grünen Speicher-Button, damit alle Änderungen übernommen werden. Um Elementor zu beenden, klicken Sie einfach auf den Elementor-Menü-Button und wählen Elementor verlassen aus. Auf Ihrer Webseite kann der Besucher nun die neuen Inhalte aufrufen.